In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du dein Client-Portal bzw. Kundenportal, deine Login-Seite so anpassen kannst, wie du sie gerne hast. Damit meine ich diese Seite. Dort in diesem Kundenportal liegen ja alle deine Online-Kurse und deine Communities. Genau, und das können wir natürlich auch entsprechend personalisieren. Also Folgendes machen wir dafür. Wir gehen hier auf Mitgliedschaften, dann Kundenportal und dann siehst du hier oben schon Dashboard, Einstellungen und da gehen wir einmal auf Einstellungen. Und dann kannst du hier, das erklären wir in einem anderen Video, deine Domain für dein Kundenportal hinzufügen. Ansonsten kannst du hier auch, also du kannst eine eigene nehmen, zum Beispiel wenn ich jetzt die Domain hundecoaching.de hätte, könnte ich hier hundecoaching.de und dann die Domain hinzufügen und dann müsste ich das in meinem Hosting machen. Das erklären wir in einem anderen Video zum Hosting hier. Und hier könntest du aber auch einfach, das habe ich jetzt so gemacht, hier nutzen wir die Domain app.clienthub.net und davor habe ich einfach Hundecoaching als solches geschrieben. Genau. Und jetzt aber wichtig, wir wollen vor allem diese Seite anpassen. So, und wie machen wir das? Gehen hier auf Branding und jetzt haben wir hier können wir hier den Portalnamen angeben. Also zum Beispiel, ich nenne es jetzt einfach mal JP's Hunde-Coaching und lerne deinen Hund richtig zu führen. So, jetzt könnten wir hier die Markenfarbe verändern. So braun, rot. Und dann können wir hier unten natürlich auch reingehen, können uns den Code rausmachen. Ich mache jetzt aber mal für Vorführzwecke. Wähle ich jetzt hier mal eine andere Farbe aus. Ich nehme einfach mal ein Grün. Genau. Markenfarbe 1 und 2. So, dann können wir hier ein Favicon hochladen. Wir können hier, Favicon ist das Bild oben im Browser-Tab. Wir können hier ein Portalfoto hochladen. Das wäre dann in diesem Fall dieses Foto, was hier im Hintergrund erscheint. Und wir können natürlich unser Logo hochladen und hier eine Support-E-Mail-Adresse hinterlegen und sowas wie Copyright, wem die Community gehört. Genau. Und wir machen jetzt einfach mal hier nur mal das Basic da oben. Einstellungen speichern, dann siehst du schon mal, was sich hier ändert. Ich jetzt hier gleich draufklicke. Jetzt hier reingehen, das einmal neu laden. Siehst du schon, okay, hier haben sich die Farben als solches geändert. Und genau, so kannst du diese Sachen entsprechend alle anpassen. Dann hast du hier unten noch unter erweitert eben, wie gesagt, Möglichkeiten auch Tracking-Codes oder sowas hinzuzufügen. Aber das ist schon sehr fortgeschritten. In den meisten Fällen wirst du das nicht brauchen. Genau, so viel dazu. Wenn du da sonst noch irgendwie Fragen zu hast, dann melde dich jederzeit gerne bei uns.